Ich habe zum Beispiel hier diese Schüssel gesehen und dann die Formen, wie sie weggehen. Es ist wie eine Explosion, hat da stattgefunden und das kann nirgends richtig weg. Es wird überall wieder aufgefangen. Man sieht hier, wie alles wieder aufgefangen wird, die Energie, und trotzdem ist sehr viel Spannung drin. Ich habe hier eine Skizze gemacht, damit ich ungefähr einen Anhaltspunkt habe, was ich machen will. Das Skifliegen hat solche Dimensionen angenommen, dass es wirklich nicht mehr ganz ungefährlich wird. Wir sind jetzt so an der Grenze, glaube ich, mit der Geschwindigkeit, was es einfach aushält, dass die Skier zu überwachen sind, dass bei kleinstem Wind, bei schlechten Schneeverhältnissen wird es einfach gefährlich und jeder hat dadurch ein wenig Angst, vor allem wenn er vielleicht noch irgendeinen Kollegen stürzen sieht, was ich zwar nie mache, denn ich schaue nie zu, wenn einer stürzt. Gerade nach einem Sturz oder vielleicht nach einem missglückten Flug hämmert einem das Herz vielleicht schon im Anlauf oben ein wenig. Das Herzklopfen, das man kriegt vor dem Start, darf man doch nicht so verstehen, dass es vielleicht eine solche Angst ist, dass man glauben könnte, es sei, wie man es vor einem Unfall beim Autofahren hätte oder so, wenn man sieht, es geht etwas schief, denn wenn einer so große Angst hat, dann kann er nicht mehr Ski fliegen. Dann würde er nicht mehr richtig sich hinhocken, er würde gerade aufspringen und das würde ihm die Ski hochschlagen. Vielleicht würde er dann springen wie einer, der noch nie über eine solche Schanze oder über eine Schanze gesprungen ist. Und darum hören es auch die Skiflieger nicht gerne, wenn man von Angst spricht. Sie sprechen meistens von Respekt vor der Anlage oder weiß ich von was, nur nicht von Angst. Ich glaube, man könnte noch größere Schanzen springen. Doch die Aussicht, dass überhaupt noch Springen durchgeführt werden können oder dass es so viele Unfälle gibt, dass es einfach so an der letzten Grenze ist, dass ich lieber wieder retour ginge, dass ich lieber wieder auf 150 oder 130 Meter Schanzen fliegen würde. Aber ist das kribbelige Gefühl, trotzdem so weit zu fliegen, das ist eben das, was mir Spaß macht, solange mir noch nichts passiert ist, und von dem will ich nicht reden.
Der letzte Sprung und Sturz, den Sie gerade gesehen haben, war von Walter Steiner 1973 hier bei der Eröffnung der großen Flugschanze in Oberstdorf. Walter Steiner ist genau bei 179 Meter gelandet. Das ist diese Markierung hier. Und diese Markierung ist tatsächlich eine Grenze, wo das Schiefliegen anfängt, unmenschlich zu werden. Walter Steiner ist in sehr großer Gefahr gewesen, denn wäre er nur 10 Meter weiter geflogen, dann wäre er hier in der Ebene gelandet und man muss sich etwa vorstellen, dass er aus 110 Meter Höhe abgestürzt wäre auf eine ebene Fläche. Er wäre sicherlich tot. Ich kann vielleicht sagen, das mag seltsam klingen, dass ich an dem Punkt genau stehe, wo der Film für mich selbst seinen Ausgangspunkt genommen hat. Die Dreharbeiten begannen im Herbst 1973 beim Training der Schweizer Nationalmannschaft im österreichischen Bad Aussee. Die Mattenschanze dort erlaubt Sprünge bis zu etwa 70 Metern. Wir hatten uns entschieden, mit Walter Steiner zu filmen, weil er bei den gegenwärtigen Springern eine absolute Ausnahmeerscheinung ist. Für mich persönlich ist er der größte Skiflieger, den es jemals je gegeben hat. Mit seinem 179-Meter-Sprung in Oberstdorf flog er immerhin 10 Meter weiter als der noch heute bestehende Weltrekord. Er wurde damals aber nicht Weltmeister, man kann vielleicht sagen deswegen nicht, weil er um so viel zu weit flog, dass das Wettkampfgericht die Durchgänge abbrechen musste, um von einem kürzeren Anlauf aus zu starten. Seine zu weiten Flüge mussten dadurch alle annulliert werden. Wir filmten zu Beginn der Saison um die Jahreswende 73-74 bei der Vierschanzentournee. Das Springen auf der Schattenbergschanze wurde ja direkt vom Fernsehen übertragen und so interessierten wir uns mehr für die Dinge am Rande. Dies hier sind Springer aus der Sowjetunion vor ihrem Start. Steiner, Schweiz. 96 Meter, 96 Meter. Walter Steiner war noch von einem 14 Tage zurückliegenden Sturz verletzt in diese Konkurrenz gegangen. Er hatte eine leichte Gehirnerschütterung und eine angebrochene Rippe. Es gewann die Konkurrenz Hans-Georg Aschenbach aus der DDR, der auf der Flugschanze Weltmeister vor Steiner geworden war. Man muss dazu sagen, dass die Springer aus der DDR hochtrainiert zu Beginn der Saison in die Konkurrenzen gehen, weil sie schätzungsweise 10-mal so viel Trainingssprünge das Jahr über gemacht haben, wie alle anderen Springer auf der Welt. Für den geschlagenen Steiner interessierte sich hier kein Mensch. 104,5 Meter, 104,5 Meter. Schon früher in der Schule, wenn ich auf der Bank saß und der Lehrer was erzählte, auf einmal sagt er: Walter, wo träumst du wieder rum und was denkst du wieder? Und ich war irgendwo mit den Gedanken vielleicht überall, nur nicht in der Schule. Und ich träumte viel ums Fliegen rum. Ich bastelte mir Flieger, ich machte Pläne von Fliegern so groß, wie ich sie nie bauen könnte. Und vielleicht ist es auch darum gekommen, dass ich während der Nacht auf einmal sprang ich weg und flog dann, aber nicht nur 100 Meter, sondern dann flog ich über die ganze Piste runter und sah das, wie ich über die Hänge sauste und irgendwo ganz fein wieder aufsetzte. Aber alles wie in einem Zeitlupenfilm. Wenn dann die eigentliche Flugphase kommt, dann spürt man erst, dass man im Kopf verkrampft ist. Ich kann sogar vielleicht den Mund schließen, weil ich spüre, das ist überflüssig, das ist nur Verkrampfung. Und dann geht alles eigentlich, erst dann kommt man zu sich, was läuft. Und das ist beim Skifliegen das Herrliche.
13. März. Am Abend vor seiner Abfahrt zum Skifliegen nach Planica in Jugoslawien präpariert Walter Steiner noch einmal seine Ski. Die Laufflächen haben 6 Rillen, damit das Ski genau die Spur hält. Dazu sind sie mit 2,50 Meter Länge noch weit länger und schwerer als ein gewöhnlicher Ski. Dann wird Wachs aufgebügelt. Am frühen Morgen des 14. März bricht Walter Steiner in Wildhaus auf. Hier das Haus, in dem er lebt. Steiner ist gut vorbereitet für das einzige Skifliegen in diesem Jahr. Es gibt auf der ganzen Welt nur 4 oder 5 Schanzen, die so groß sind, dass man hier von Skifliegen statt von Skispringen spricht. Wir sind jetzt hier auf der Riesenschanze in Planica angekommen. Heute ist der 15. März, der erste Trainingstag. Allerdings hat das Organisationskomitee sich entschlossen, dieses Training unter Umständen als Wettkampf zu werten, wenn an einem der Wettkampftage die Bedingungen schlecht sind. Das Wetter ist natürlich hier eine sehr bedeutsame Frage. Es hat zu schneien begonnen, allerdings ist sehr wenig Wind. Wir haben 2 super Highspeed-Kameras hier mit dabei. Diese Kameras nehmen Zeitlupenaufnahmen auf, die etwa die Flüge bis zu 10- oder 20-fach verzögern. Nach der Startliste, die wir hier vorliegen haben, ist eine Überraschung, dass alle Springer aus der UdSSR fehlen. Genauso fehlen die Springer aus Japan. Von den Springern aus der DDR, die hochfavorisiert natürlich in alle diese Konkurrenzen gehen, fehlen Aschenbach und Kampf. Allerdings ist hier vertreten der Weltrekordmann Wossi Pivo und ich halte es für denkbar, dass hier heute jetzt beim Training ein Weltrekord gesprungen wird oder ein neuer Schanzenrekord, weil man den Anlauf relativ hoch angesetzt hat und noch nicht weiß, wie die weitesten springen werden. 141. Walter Steiner war vor seinem ersten Trainingssprung unruhig, weil er durch den Lautsprecher hören konnte, dass vor ihm mittelmäßige Springer schon auf relativ große Weiten gekommen waren. Er entschloss sich ganz vorsichtig und nur mit halber Kraft zu springen. Steiners erster Trainingssprung, 20-fach verzögert. Steiner überfliegt alle Markierungen. Er landet erst im Auslaufsradius. Verwirrung im Stadion, weil die Weite nicht so schnell bekannt gegeben werden kann. Steiner. Danke. Ja, das ist sicher ein neuer Schanzenrekord. Ja, das sicher, glaube ich. Ja, Sie sind über den kritischen Punkt Ich habe gesprungen. schon lange gemerkt, dass es zu weit geht, aber es war kein voller Sprung noch, aber gut. Haben Sie gedacht, jetzt oder wie? Gratulation, ja. Ich wollte auf dem Eck aufgeben, dann habe ich gemerkt, wenn ich aufgebe, dann geht es noch viel weiter. Also dann stellt es mir auf. Schauen Sie, es wird hier gemessen, die Weitentafeln gehen gar nicht mehr so weit. Ja, das ist... 169! Швейцарский изеначен световный рекорд. 169 метров. 169 Meter. 169 Meter, das bedeutet 4 Meter über den hiesigen Schanzenrekord und gleichzeitig Einstellung des in Oberstdorf geflogenen Weltrekords, obwohl diese Schanze hier in Planica kleiner ist. Ja, das ging einfach zu weit schon am Anfang. Ich habe es schon lange gemerkt, aber es freut mich trotzdem, dass ich den noch gestanden habe. Ich habe nicht mehr daran geglaubt, in der Luft schon nicht mehr. Pravi, da je šlo zelo daleč, morda celo predaleč, da ni verjel v zraku, da bo ostal na nogah tako dolgo, vendar pa je skočil in da je vesel, da je skočil tako daleč. Was sagen Sie, wird es morgen noch weitergehen oder nicht? Ali boš na jutri šedlje ali ne? Ich hoffe, jetzt werden Sie besser aufpassen. Pravi, da upa, da bodo jutri bolje pazili in da ne bo tako daleč.
Ja, ich denke, ich mache es nicht mehr in Oberstdorf. Jetzt soll ich nicht mehr alles reinlegen, aber das hat schon gereicht. Herr Steiner, ist das eigentlich schon zu weit für diese Schanze? Ja, auf jeden Fall. Ist das zu weit? Das ist zu weit. Das ist... Sonst hätten sie dort nach Metertafeln, wenn das nicht zu weit wäre. Ja. Und dann schon ein bisschen her, ein bisschen zitterig bin ich. Ja. Aber man wird sicherlich jetzt den Anlauf verkürzen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich hab's gespürt. Wenn ein Amerikaner, das sind gute Springer, aber trotzdem, wenn die schon auf 140 Meter gehen, dann, oder noch weiter, bis 150 fast schon, und das reicht eigentlich auf dieser Schanze. Und dann lassen die mich noch runter, aber ich habe schon letztes Jahr auf der Kleinen geglaubt, es geht zu weit und habe gesagt, das ist zu weit. Und da bin ich schlecht gesprungen und habe mich fast blamiert mit meiner Aussage. Ja. Dieses Jahr dachte ich, ja gut, probieren wir es mal und Gottlob geglückt. Vor dem zweiten Trainingssprung wurde vom Kampfgericht der Anlauf um eine Luke verkürzt, um die Springer nicht zu sehr zu gefährden. Trotzdem hatte Steiner Angst, dass er auch mit diesem Anlauf noch bis in die Ebene fliegen könnte. Wir haben nicht genau erkennen können, was passiert ist. Er ist offensichtlich schwer gestürzt und ich habe im Lautsprecher hören können, dass er 177 Meter gesprungen ist. Ich werde versuchen herauszubekommen, was passiert ist. Kamera 3. Es war ein Moment totaler Verwirrung, weil Steiner vom Anlaufturm aus gesehen, dort, wo ich stand, nicht mehr auftauchte. Das Einzige, was wir oben am Anlaufturm sicher annahmen, war, dass es mit dem Film jetzt, nach dem zweiten Trainingssprung, schon zu Ende war. Ich dachte so, jetzt ist Feierabend. Sagen Sie, ist er verletzt oder ist er noch zu Fuß gegangen? Wir haben das von hier oben nicht richtig sehen können. Ich weiß es, Kamera 1 für die kommen. Ja, Benedikt, bitte. Ich bin hier vom Lazarett. Er ist ein bisschen an der Seite verletzt. An der Wange ist aber, glaube ich, nicht schlimm. Aber er ist sich nicht sicher, ob er noch weiter springt. Er macht ein bisschen angeschlagenen Eindruck, aber es ist, glaube ich, nicht schlimm. Ich glaube, er hat nicht mal eine Gehirnerschütterung. Bitte kommen. Ja, hier oben wird der Anlauf deswegen wieder verkürzt. Diese Bilder hier wurden unmittelbar nach dem Sturz von einer unserer 4 Kameras aufgenommen. 77. Steiner wurde in schwerem Schock ins Lazarettzelt gebracht. Er erzählte uns hinterher, dass er durch den Sturz für einen Moment sein Erinnerungsvermögen verloren hatte. Seine Weite, die 8 Meter über dem Weltrekord lag, aber durch den Sturz nicht gewertet wurde, sagte man ihm 5-mal und er fragte immer noch danach. Er hatte sich auch die Startnummer vom Leib gerissen und wusste hinterher nicht mehr warum. Werden Sie noch springen? Das geht noch, aber man sagt es ihnen noch und sie glauben es nicht. Sie haben jetzt alle Erwartungen übertroffen. Werden Sie noch springen? Ich muss zuerst schauen. Gucken Sie ein bisschen. Mogoče bi mu dali kakšno kapljico, jer ga mi da. Kapljico, če je kaj. Ni. Dobro, pa lahko pustimo. Mogoče bi potem kasneje, wenn Sie im Auge einige Schwierigkeiten später haben, dann kommen Sie zurück. Sie bekommen eine Augensalbe. Ja? Aber jetzt nicht. Jetzt vielleicht nicht. Ja. So. How do you feel, Waller? It was something. You feel okay? Oh, yes. Oh, boy. Luis, Good luck. Wie gefällt es der Kamera? Ein bisschen Spucke zu sehen. Okay. Sie wünschen dich Hilfe? Was? Ich weiß nicht. Ich muss es noch überlegen. Wie? Ja. Ich weiß nicht. Ich muss erst ein bisschen studieren. Ein bisschen bin ich weg.
Steiner wollte sich nichts anmerken lassen, aber es fiel deutlich auf, dass er noch nicht sicher auf den Beinen war. Immerhin schlug er mit 140 Stundenkilometern mit dem Kopf auf dem Boden auf. Den Flug auf 177 Meter werden wir gleich nochmals in Zeitlupe zeigen. Den Ton, den Sie dazu hören, nahmen wir eine Minute nach diesen Bildern hier in einer Blockhütte auf, wo es zum Filmen zu dunkel war. Zu weit. Ich sage denen was und sie lachen mich nur aus und sagen, ich studiere zu weit. Dabei wäre das alles nicht nötig. Das wäre Skifliegen ginge alles, wenn man auf einen Mann horchen würde und das bin ich. Und das darf ich schon sagen, wenn ich sowas leiste. Aber sobald ich den Mund auftue, dann heißt es, ich studiere zu viel oder ich schwarze Käse. Ja, und da muss ich es beweisen und beweisen ist verdammt nicht lustig. Ist verdammt nicht lustig. Ja, ich habe schon in Oberstdorf bewiesen und sie haben es auch da nicht geglaubt. Sie sagen nur immer, ich studiere zu weit, aber muss ich zuerst den Kopf brechen, bevor sie glauben. Es wäre so schön. Es wäre so schön. Naja, mal schauen. Vielleicht horchen Sie diesmal. Aber wahrscheinlich horchen Sie erst, wenn ich aufhöre, Ski zu fliegen. Erst 20 Minuten später fanden wir Steiner wieder. Er hatte sich allein im Wald versteckt. Dies war der Moment der großen Krise für ihn. Später sagte er, man verlange zu viel von ihm, man wolle ihn um jeden Preis zu einem Weltrekord treiben oder ihn bluten sehen. Ich komme mir vor, sagte er, wie in einer Arena und 50.000 warten darauf, dass ich zerschelle. Trotzdem stieg er noch ein drittes Mal in den Anlaufturm hinauf, aber er wusste nicht, ob er überhaupt noch springen würde. Die Frage war sogar, ob er in seinem Leben je noch springen könnte. Stimmt, ja. Ja, fertig. Ja, mach doch. Du kannst nach kurzer Zeit mal. '" Steiner sprang dann doch ein drittes Mal. ...166 Meter, wieder über den kritischen Punkt, wieder über den alten Schanzenrekord hinaus.
Warum sind Sie nach Ihrem Sturz nochmal gesprungen? Ist das psychologisch wichtig gewesen? Ja, wenn ich nicht mehr gesprungen wäre, dann glaube ich, hätte ich so eine Angst bekommen oder respektive einen Respekt vor dem Skispringen, vor dem Skifliegen. Und sobald ich wieder einen Sprung gleich danach gestanden habe und weiß, es geht, das ist für mich die Rettung gewesen. Heute ist Samstag, der 16. März 1974. Dies ist der erste offizielle Wettkampftag hier in Planica und etwa in einer Stunde wird hier gestartet werden. Ich sehe allerdings ein Problem. Heute Nacht hat es sehr gefroren und die Anlaufspur muss außerordentlich schnell sein. Man hat gestern ja schon von der untersten Luke aus gestartet und man kann den Anlauf nicht weiter verkürzen. Das Bangen um Steiner ging wieder von vorne los. Kurz darauf kam aber dann Gott sei Dank die Sonne heraus und machte die Spur weich und langsam. Von improvisierten Feldküchen erfüllte sich das Tal mit Gerüchen von Zwiebel, Knoblauch und Cevapcici. Es kamen rund 50.000 Zuschauer. Und es sah alles ein wenig aus wie eine große Wallfahrt. Man wusste vom Fernsehen ja her von Steiners ganz außergewöhnlichen Flügen vom Vortag. Die Schweiz wird freiwillig von einer Luke tiefer starten, um nicht die ganze Serie, den ganzen Durchgang zu gefährden. Walter Steiner tat etwas, was meines Wissens überhaupt noch nie vorgekommen ist. Er startete von einer Luke tiefer als alle anderen Konkurrenten. Er hätte gewiss die Konkurrenz gesprengt, denn wegen seiner unglaublichen Überlegenheit hätte man den Anlauf so verkürzen müssen, dass keiner weiter als höchstens 130 Meter gekommen wäre. Denn wenn die anderen 140 Meter sprangen, sprang er 170. In 30 Metro, 135 Meter, 135, 135. Herr Steiner, warum sind Sie von tiefer gestartet? Ja, sobald hier über 140 gesprungen wird, muss ich nach den gestrigen Resultaten rechnen, dass es für mich zu weit geht und dass es heute nicht verkürzt haben oder gerade 2 Einstiege verlängert haben jetzt. Das ist ein Skandal, das darf nicht vorkommen. Und gestern haben sie mich 4-mal zu weit springen lassen und das darf nie passieren und das ist von den jugoslawischen Richtern oben, die das gemacht haben, ein Skandal. Und heute war es nass und ich musste rechnen, dass das für mich zu viel Nerven braucht, tiefer zu starten, aber ich durfte das nicht riskieren. Aber es spielt keine Rolle, ich will Skifliegen und diesmal war das erste Mal, wo ich keine Angst haben musste. Ja. Autogramm, prosim. Autogramm. Autogramm, no prosim. Семенюлит, дайте автограмм. Там автограмм. Дайте вас только подписать. Najlepša vam hvala. Herr Walter, bitte für unser Sohn. Sonntag, der zweite Wettkampftag.
Steiner liegt insgesamt gesehen souverän in Führung. You are some guy. Where's our cameraman? Where the heck? One more look at him, Walter, right over here. Congratulations, Walter, the ski flying champion in 1974. You're coming to America next year, huh? Was sagen Sie zu der Geschwindigkeit jetzt? Ist sie in Ordnung? Ja, es ist genug, Aber mein Sprung diesmal war schon wirklich voll, ja. Bravi, dajechi. Steiner, gratulieren! Herr Steiner, Sie haben dreimal die Note 20 bekommen. Das hat es, glaube ich, überhaupt noch nie gegeben. Es kann schon sein, dass das mal gegeben hat, aber bei mir nicht. Ja, zu Ihren Lebzeiten nicht mehr. Ja, bei mir auf jeden Fall nicht. Ja. Der Flug von Steiner auf 166 Meter war vermutlich der vollendetste in der Geschichte des Skifliegens überhaupt. Nach diesem Sprung, der wieder zu weit für die Schanze war, versuchte man sogar die Spuren nochmal schneller zu machen, indem man sie mit einer Silberfolie gegen die Sonne abdeckte. Zudem wurde der Anlauf verlängert und Steiner wurde unter Druck gesetzt, es noch ein letztes Mal zu wagen. Er tat es, verkürzte aber seinen Anlauf freiwillig gleich um 2 Luken. in 50 Meter. 154 Meter. Ja, die haben mich fast aufgehängt, die haben mich umringt und gesagt, das ganze jugoslawische Volk verachte mich, wenn ich nicht mehr springe. Und sie werden alles unternehmen und was sie unternommen haben, ist, dass sie trotzdem 2 Luken höher starten. Aber ich hoffe, dass wenigstens das jugoslawische Volk jetzt zufrieden ist. Wie weit wären Sie gesprungen, wenn Sie nochmal von der normalen Höhe gesprungen wären? Von dem normalen Ja, Anlauf? jetzt ist noch Thermik drin gewesen
Der Sprung war nicht ganz ideal, mein Sprung jetzt. Und ich glaube, mit 111 Kilometern könnte man hier 180 Meter springen. Ohne weiteres. Was? Ja, jetzt kann ich zuerst die Ski zurück. Ich komme sofort retour. Ich komme sofort wieder retour. Nur schnell in Haus und komme wieder retour. Kommt her! Er geht nur den Spieß zurückbringen. Trotz seiner freiwilligen Verkürzung des Anlaufs gewann Steiner die Konkurrenz mit einem Vorsprung, wie es das beim Skifliegen bisher noch nicht gab. Jens Steiner Walter, Spezko 33, Točkani Vita. Drugo mesto, Rodionako Esko, 485 sekund, Finska. Tretje, Kosum Dak, 475 sekund, Norveška. Kam einmal ein junger Rabe. Das war eine tolle Sache. Der hatte noch fast keine Federn. Ich zog ihn mit Milch und Brot, zog ich den hoch, groß. Und wie er fliegen konnte, da holte er mich immer ab. Oder er sah mich schon von Weitem mit dem Velo kommen und ich pfiff ihm. Dann flog er mir auf die Schultern und ging dann nach Hause mit mir, bis ich ihm dann etwas zu essen gab. Und auch kam es mal vor, dass er schon unten an der Straße, wie ich aus der Schule kam, hörte ich ihn auf einmal krähen und dann schaute ich hin und dann war es mein Rabe und sofort kam er zu mir geflogen. Leider hat er dann je länger je mehr Federn verloren, vielleicht hat es auch mit meiner Fütterung zusammengehängt und die anderen Raben quälten ihn dann. Schon morgen in der Früh gab es draußen jeweils ein Gekrächze und dann wollte er natürlich fliehen und konnte nicht mehr und fiel dann zu Boden jeweils. Und da musste ich ihn dann leider erschießen, denn das war eine Qual, das zuzusehen, wie der von den eigenen Gebrüdern eigentlich gequält wurde, weil er nicht mehr fliegen konnte.